Willkommen, ich bin Hafensabine, zeige euch mein Schiff, die Ahoi. Kommt mit an Bord, auf geht's. So, also jetzt geht's hoch in die Eignerwohnung und ich zeige euch mal, wie der Captain so haust. Mein Name ist Hafensabine, ich heiße Tauchert mit Nachnamen. Mein Vater kommt aus Hamburg. Ja, mache ich in Sachen Schiff. Ich habe viel als Schreiner und Restauratorin gearbeitet, habe mal Modedesign gemacht, ich kann polstern und so kam das erste Schiff. Ja, dann kam immer mal wieder eins dazu und mittlerweile habe ich einfach 2 große und noch ein paar kleine Schiffe. Also meine ganzen Schiffe haben diese Rockabilly-Miezen als Logo. Ist ein bisschen was anderes als dieses klassisch blau-weiß, obwohl sich hier ja auch so ein bisschen spiegelt, aber es ist nicht dunkelblau, sondern das Blau hier ist dieses Electric Blue, was auch am Rumpf überall verschafft ist. Ist so ein bisschen so Old English, weil mein Schiff ist ja von 1914 und da finde ich, hätte so was richtig Modernes überhaupt nicht gepasst. Da sieht man noch, das Gardinchen ist nicht fertig. Hier, die sind schon fertig, also auch wieder mehr Jungfrauen. Und auf der anderen Seite gibt es, wie heißt denn das, mehr Jungmänner? Keine Ahnung. Also das waren alte Sessel, die ich schön fand, gemütlich fand. Hab die dann einfach abgeschliffen, hab die auch in dem gleichen Blau wie die Wand und wie der Rumpf von dem Schiff ist angemalt. Hab diese ganzen alten Rosshaarpolster runtergerissen, hab's neu aufgepolstert, neu bezogen. Das ist der Stoff von den Schlafzimmergardinen. Es ist eigentlich alles recycelt, das liegt mir ganz gut. Ich finde, man muss Ressourcen schonen und wenn es schöne alte Dinge gibt, die gemütlich sind, muss man die nicht wegwerfen, sondern kann die irgendwie aufpimpen. Das Gleiche ist zum Beispiel mit der Lampe. Das war eine alte Lampe, die habe ich mal auf dem Sperrmüll gefunden. Und das ist meine alte Netzstrumpfhose. Die Vorteile, wenn man so auf dem Wasser lebt, ist, man hat meistens keine Nachbarn, außer dass vielleicht Ruderer vorbeikommen. Der Nachteil ist, wie man gerade hört, ich habe zu wenig Sonne für Solar, der Generator muss laufen. Man hat so ein bisschen vibrierende Füßchen, man hat seine Ruhe, man kann irgendwie mehr oder minder machen, was man möchte. Natürlich im Rahmen von all den Dingen, die man einhalten muss. Es ist, glaube ich, einfach ein Stück Freiheit und die meisten Leute auf dem Wasser sind ziemlich relaxed und cool und ich glaube, jeder, der das macht, dem gefällt's. Zum Schlafzimmer. Da gibt es für jede Seite, für die Damen, einmal für die Herren, einen Kleiderschrank. Und trotz allem, wo es so ein bisschen gemütlich und anders ist, zieht sich das Thema Blau-Weiß natürlich mit Knotenbettwäsche, mit so einem kleinen Bötchen, mit diesen gemütlichen Lampions. Und hier hat die Familie ja drin gewohnt, der Kapitän mit Frau und 2 Kindern. Man sieht so ein bisschen seitlich und oben noch so Spuren. Hier in der Mitte, da war eine Wand. Und auf der Seite war das Elternschlafzimmer. Und auf der anderen Seite war das Kinderschlafzimmer mit Stockbetten. Und da hat diese Familie gewohnt. Schiffer brauchen nicht viel Platz und kommen mit wenig zurecht. Mehr gab's nicht. Die Frage, die jeder stellt, wie viel von diesen Knoten kann ich? Also die meisten sind Schmuckknoten, die man ja, nur so für Deko braucht. Aber natürlich hier so Palsteak und sowas, das kann ich alles. Das braucht man hin und wieder auch. Und ein Berufsschiff wird natürlich anders festgemacht als so ein kleines Sportboot. Da muss man quasi immer fett um die Poller wickeln. Also gerade andersrum, als ich gesagt habe, nämlich mit dem Uhrzeigersinn und dann noch mal einmal eine Schlinge machen, dass sich das auch alles schön verspannt. So, dann gehen wir zur Toilette. Zum Thron, der fast Lieblingsraum von allen hier unten, weil man wirklich erhöht sitzt auf dem Thron. Es ist voll retro, voll nett. Es ist wirklich alt. Das Schiff ist von 1914 und man hat das Gefühl, die Toilette auch. Aber natürlich total picobello sauber von innen. Ja, Abwasser ist immer die Frage, was mache ich damit? Fließt natürlich nicht in den Neckar, sondern in Tanks und wird dann, wenn der Tank voll ist, abgepumpt. Und jetzt gehen wir wieder hoch.
So, jetzt sind wir in der Küche angekommen. Die hat auch noch ein paar lustige Details, nämlich den Klapptisch. So, den kann man sich hier einfach vorklappen und kann dann sowohl da drüben auf dem Hocker sitzen wie auch hier. Kann da drüben auf dem 4-Flammen-Herd kochen oder sich da einen leckeren Espresso rauslassen oder abspülen. Ja, schöne Sachen sind natürlich, es kommen immer Ruderer vorbei und halten ein Schwätzchen oder Stand-Up-Paddler gibt es ganz viele oder lustige Begebenheiten wie Flaschenpost. Und jetzt geht's ins absolute Heiligtum, ins Steuerhaus. Ja, unschwer zu erkennen, sind wir jetzt im Steuerhaus angekommen. Hier das mega fette Eichensteuerrad. Ist ganz schön schwer zu fahren, also man muss wirklich breitbeinig dastehen, greifen, aber das Schiff reagiert gut. Es macht total Spaß zu fahren. Von hier oben hat man einen super Ausblick auf meine niegelnagelneuen Solarpaneele, die hier den Strom fürs Schiff machen, nebst dem Windrad und, wenn der Strom knapp ist, dem Generator. So, jetzt sind wir hier eigentlich fertig, gehen wieder runter, die kleine Hühnerleiter, gehen raus und gucken vielleicht noch mal kurz aufs Heck. Dann sieht man auch, die Wohnung liegt am Arsch des Schiffes. Manch einer weiß ja nicht, was Heck und Bug ist. Jetzt sind wir quasi auf der Wohnung. Hier wäre das Wohnzimmer drunter. Dann gibt es noch hier meine super Lieblingsfeinde, diese kleinen Teile, die alles dreckig machen, die man eigentlich 5-mal am Tag hier wegputzen muss, weil sie irgendwie immer schwarze, braune Flecken machen durch die Gerbsäure, die sie drin haben. Also, wenn man nicht gerne putzt, ist ganz schön viel Arbeit. Man sieht, es ist so eine Mischung aus schönen alten Dingen. Also das ist nicht gammelig und noch nicht gemacht, sondern das wollte ich so. Da sieht man, wie viele Farben der Kran schon mal hatte. Und alles, was jetzt neu gemacht ist, habe ich aus Edelstahl gemacht, weil da muss man es nicht mehr anstreichen. Das ist nicht nur romantisch auf dem Schiff, es ist einfach echt verdammt viel Arbeit. Nicht nur diese Putzerei, sondern auch die Streicherei, die Schleiferei. Man sieht hier wieder schön den Unterschied. Hier ist alles gestrichen worden im Sommer, ist natürlich jetzt im Winter total dreckig. Die Kisten muss ich noch machen, die Umrandung auch. Hier die Fensterrahmen muss man schleifen, streichen. Da oben am Steuerhaus sieht man es richtig, was noch fehlt. Also das Eck habe ich noch nicht geschafft zu machen. Ja, und wie man sieht, es ist zum Haare raufen, also kein Wind. Das heißt, kein Ertrag in den Batterien. Wir müssen nachher sparsam sein, weil mit Sonne und Solar sieht es auch schlecht aus. So, jetzt gehen wir in den Salon. Hier rechts ist die Bar. Hier sind die Sitzplätze. Und hier ist quasi der gemütliche Teil, wo gefeiert werden kann, wo man frühstückt, wo man sich aufhält, wo man miteinander klönt und hoffentlich Spaß hat. Diese Lampen hier, die sind mein ganzer Stolz. Die hat ein Freund von mir im 3D-Drucker gemacht. Die sind nicht aus Guss, sie sind nicht aus Messing, sondern sie sind aus Plastik und auf Messing gemalt. Es wird ein bisschen dunkler. Und es gibt einen Haufen Licht. Jetzt sind ja gerade nur die Ecklichter an, also man bekommt es richtig hell, auch noch mit den Deckenlampen. Aber so finde ich, ist es eigentlich ganz gemütlich. Das sieht man auf dem Boden, das ist alles neu bemalt von mir. Der Rest ist noch relativ original, bis auf die Bildchen und natürlich alles geputzt und so, ein bisschen aufgearbeitet. Da sieht man jetzt die eine Kabine zum Beispiel. Das ist ein 4-Bettzimmer. Nummer 6, Nummer 5. Also jedes Zimmer ist ein bisschen anders gestylt von der Bettwäsche und von den Gardinen her. So, hier haben wir quasi das Grufti-Zimmer mit Totenkopfbettwäsche und Totenkopfgardinchen. Und natürlich hier der Kleiderschrank, ein Sarg. Bei mir, beim Atelier am Eingang, ist ein großes Boot und da sitzt ein paddelndes Skelett drauf über dem Eingang.
Und da waren so ein paar Teile über, wie diese Füße, weil es ja im Boot liegt. Und dann habe ich gedacht, was macht man damit? Habe ich noch diverse Knochen über gehabt, die sich super als Griff eignen. Und swop war der Kleiderschrank kreiert. So, jetzt gehen wir in den Maschinenraum durch die eigene Wohnung. Puh, ganz schön dunkel schon geworden, ne? Aber sehr schönes Panorama mit den ganzen Lichtern. Das liebe ich, wenn ich hier rauslaufe. So, hallo, jetzt sind wir im Herzstück von dem Ganzen. Hier sieht man den Hauptmotor. Das ist ein DAF mit 180 PS. Fettes Teil, der wunderbar läuft, wunderbar anspringt, total klasse. Und das hier ist der Hilfsmotor, der mich schon echt mehr als 100 Nerven gekostet hat. Ach, manchmal denkt man dann so, ey, jetzt habe ich es voll im Griff und dann kommt wieder was. Ja, bis vor 2 Wochen hätte ich gesagt, das ist mein letztes Projekt. Aber jetzt habe ich schon wieder was mega Geiles aufgetan. Und mal gucken, ob ich da nicht noch mal was aufreiße. Aber eigentlich sollte ich Finger davon lassen. Das war die Roomtour auf meinem Hausboot, auf meinem Hotel, Kabinen, Passagierschiff. Und wenn ihr noch mehr abgefahrene, spannende Locations sehen wollt, dann klickt hier.